Schorle, Ohrfeige oder Plätzchen sagen wir nie. Aber was verwenden wir stattdessen? Das zeigen wir euch jetzt. Los geht's! Grüß euch! Wir sind Nati und Verena. Bei uns dreht sich alles um den Dialekt und das Leben in Österreich. Wir begleiten euch auf eurem Weg vom ersten Kontakt mit dem Dialekt bis hin zu dem Moment, wo Gespräche verstehen kein Problem mehr ist. Starten wir mit dem ersten Begriff. Wisst ihr, wie wir zu Schorle sagen? Wenn ihr in Deutschland schon einmal im Restaurant ein Getränk bestellt habt, seid ihr sicher über Schorle gestolpert. Schorle ist ein Getränk. Es ist ein Saft, meistens Apfelsaft, der mit Mineralwasser gemischt wird. Dieses Mineralwasser ist normalerweise mit Kohlensäure. Mit Schorle kann man aber auch einen Wein meinen, der mit Mineralwasser gemischt wird. In Österreich haben wir diese Getränke auch. Das Wort Schorle verwenden wir aber nie. Wir sagen stattdessen immer gespritzt. Also ein Apfelsaft gespritzt oder ein Hollersaft gespritzt. Und ein Wein gemischt mit Mineralwasser heißt bei uns Spritzer. So würden wir zum Beispiel Getränke im Restaurant bestellen. Ein Spritzer und ein Apfelsaft gespritzt bitte. Man kann aber auch gespritzter Apfelsaft sagen, wie ihr hier seht. Und hier noch ein paar Beispiele. Was darf sein? 2 Apfelsaft gespritzt und 3 Spritzer bitte. Magst du einen Apfelsaft? Ja, voll gern, aber gespritzt bitte. Was magst du trinken? Einen gespritzten Hollersaft bitte. Mami, ich lust gerade voll noch am Spritzer. Was ist eine Ohrfeige? Das hier. Wir hoffen zwar, dass ihr weder eine Ohrfeige bekommt noch eine gebt, trotzdem wollen wir kurz darüber sprechen. Denn die Ohrfeige klingt in Österreich anders. Wir sagen nie Ohrfeige, sondern Watschen. Watschen ist aber auch besonders für Bayern typisch und wird auch im Rest Deutschlands verwendet. Hier noch ein paar Beispiele aus Zeitungsartikeln, die wir gefunden haben. Ziemliche Watschen für KI-Forschung. Ein Plädoyer gegen die ungesunde Watschen und für gewaltfreie Erziehung. Wien. Watschen beim Chaos. Deutsche Pressestimmen zu Österreich. Ihr seht an diesen Beispielen, dass Watschen wortwörtlich als Schlag ins Gesicht verwendet wird, aber auch oft dazu benutzt wird, um einen herben Niederschlag oder zum Beispiel einen Rückschlag auszudrücken. Gut, jetzt kennen wir Watschen und gespritzt. Was haben wir noch? Was essen viele besonders gern in der Weihnachtszeit? Genau, Plätzchen bzw. Kekse, wie wir in Österreich sagen. Wir verwenden nämlich nie Plätzchen, bei uns sind das immer Kekse. Egal ob Weihnachtskekse oder Kekse, die wir während des Jahres essen. Ob selbstgemachte oder gekaufte Kekse. Das sehen wir auch gut an dieser Grafik. In ganz Österreich wird ausschließlich Keks verwendet. Ihr seht aber auch, dass Keks typisch in vielen Teilen Deutschlands ist. Hier werden aber auch viele andere Begriffe für Kekse verwendet. Jetzt würde uns interessieren, wie sagt ihr dazu? Schreibt uns das gern unten in die Kommentare. Und übrigens, falls ihr unser Video zum Diminutiv gesehen habt, dann wisst ihr, wie wir zu Keks typischerweise noch sagen, nämlich Keksal. Das ist einfach die Verkleinerungsform für Keks. Hier noch ein paar Beispiele. Ich freue mich schon so aufs Kekselbacken nächste Woche. Schmecken dir Weihnachtskeks? Magst du was zum Kaffee? Ja, gern. Ein Keksal war lecker. Was ist dein Lieblingskeks? Ich mag das Nusskeksal am liebsten. Wenn ihr jetzt Lust aufs Keksebacken bekommen habt, dann findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu 9 typisch österreichischen Keksrezepten aus den verschiedenen Bundesländern. Und wenn ihr typisch österreichische Kekse kennenlernen möchtet, die wir persönlich zu Weihnachten backen, dann seht euch dieses Video an. Viel Spaß beim Ausprobieren und Backen. Gut, und für das letzte Wort haben wir euch etwas sehr, sehr Typisches ausgesucht. Wie würdet ihr dazu sagen? Wahrscheinlich ist jetzt vielen von euch spontan Kutsche oder Pferdekutsche in den Sinn gekommen, oder? Das sagen wir zwar auch, aber typischerweise ist das für uns ein Fiaker. Es hat uns tatsächlich ein bisschen überrascht, dass Fiaker laut Duden ein österreichisches Wort ist und nicht überall verwendet wird. Wenn ihr jetzt aus Deutschland zuseht, kennt ihr das Wort Fiaker? Entschuldigung, Nati, ich möchte jetzt schnell was sagen. Grüß euch. Wollt ihr Ihren Dialekt noch besser verstehen? Dann schaut bei uns auf Patreon vorbei. Da findest du zu jedem neuen Video ein PDF-Transkript und eine Audiodatei, das euch beides runterladen könnt. Und ihr unterstützt dabei nur unsere Arbeit.
Das wird uns voll freuen. Und was ist jetzt ein Fiaker? Ein Fiaker ist eben ganz einfach eine Kutsche, die von 2 Pferden gezogen wird. Wir können aber auch den Fahrer oder die Fahrerin als Fiaker bezeichnen. Es ist quasi auch eine Berufsbezeichnung. In Wien, aber auch in unserer Heimatstadt Salzburg sind Fiaker überall in der Stadt zu sehen. Wenn ihr das selbst einmal ausprobieren möchtet, verlinken wir euch unten mehr Infos, wo ihr das in Wien, aber auch in Salzburg machen könnt. Hier noch ein paar Beispiele im Dialekt. Bist du schon mal mit dem Fiaker gefahren? Kann man in Wien eine Fiakerfahrt machen? Ich möchte echt einmal gern mit dem Fiaker fahren. Was kostet eine Fiakerfahrt? Kanntet ihr diese typisch österreichischen Wörter schon? Welches hat euch am besten gefallen? Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu einem neuen Video. Und bis dahin, wie immer nicht vergessen, gemeinsam macht Zeit in Österreich. Doppelt so viel Spaß.